Mountain City ist eine kleine Stadt im Bundesstaat Tennessee, wo alle sich kennen und seltene Ereignisse schnell zum Gesprächsthema werden. Hier passiert selten etwas, das aus dem gewohnten Lebensrhythmus herausfällt, aber eine Geschichte hat diesen Ort bis in seine Grundfesten erschüttert. Sie begann mit einer Familie, die normal, wenn nicht sogar vorbildlich wirkte. Hinter der Fassade der Fürsorge und Liebe hatte sich jedoch über Jahre hinweg etwas angestaut, das schließlich auf verheerende Weise zum Ausbruch kam. Niemand hätte sich vorstellen können, wozu das harmlos wirkende Mädchen aus dem Nachbarhaus fähig war, bis es zu spät war. Janelle Potter wurde am 17. Januar 1982 in einem Vorort von Philadelphia, Pennsylvania, geboren. Sie war die jüngste von 2 Töchtern der Familie Marvin und Barbara Potter. Ihr Vater war früher bei den Marines, ihre Mutter arbeitete als Sekretärin in einer privaten Handelsgesellschaft. Die Familie lebte ein normales Leben, aber die Erziehungsmethoden im Hause Potter legten von Anfang an den Grundstein für zukünftige Probleme. Die ältere Tochter Christina war 6 Jahre älter als Janelle. Die Beziehung zwischen den Schwestern war angespannt, was vor allem daran lag, wie die Eltern mit jeder von ihnen umgingen. Janelle wurde früh geboren und hatte seit ihrer Kindheit gesundheitliche Probleme, weshalb ihre Eltern sie übermäßig behüteten. Sie konzentrierten sich ganz auf ihre jüngere Tochter, behüteten sie auf Schritt und Tritt und ließen ihr fast alles durchgehen. Sie wurde nicht wirklich bestraft und man versuchte auch dafür zu sorgen, dass sie sich immer wohl und glücklich fühlte. Christina war von klein auf gezwungen, ihren Eltern bei der Betreuung ihrer Schwester zu helfen, ihre Wünsche zu erfüllen und ihre Launen zu ertragen. Die Eltern erwarteten von ihr Gehorsam und förderten dieses Verhalten in jeder Hinsicht. Als Christina begann, ihre Unzufriedenheit darüber zu äußern, dass sie ihre ganze Zeit mit der Pflege ihrer Schwester verbringen musste, reagierten ihre Eltern negativ. Sie schimpften mit ihr und bestraften sie dafür. Mit der Zeit wurde Janelle zum Mittelpunkt des Familienlebens. Ihre Eltern lobten sie, gaben ihr liebevolle Spitznamen, umgaben sie mit Aufmerksamkeit und suggerierten ihr, dass sie etwas Besonderes sei. Gleichzeitig wurde die Kontrolle über ihr Leben immer stärker. Man versuchte sie vor allem zu schützen, was schwierig oder stressig sein könnte. Dies führte dazu, dass Janelle isoliert von der realen Welt aufwuchs, ohne die Möglichkeit, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen oder selbst Entscheidungen zu treffen. Sie hatte nie mit den Folgen ihres Handelns zu kämpfen, da alles von den Erwachsenen für sie entschieden wurde. Gleichzeitig verschwand die ältere Tochter praktisch aus dem Blickfeld ihrer Eltern. Christina stand im Hintergrund, obwohl sie gut in der Schule war, Sport trieb und erfolgreich tanzte. Ihre Bemühungen wurden ignoriert. Ihre Eltern zeigten kein Interesse an ihrem Leben und nahmen ihre Erfolge als selbstverständlich hin. Sie fühlte sich unsichtbar und unnötig in ihrer eigenen Familie. So bildeten sich in der Familie Potter von Kindheit an klare Prioritäten heraus. Die jüngere Tochter bekam alle Aufmerksamkeit, Unterstützung und Fürsorge, während die ältere sich selbst überlassen war. Dies legte den Grundstein für die Ereignisse, die später die ganze Stadt erschütterten. Von frühester Kindheit an war sich die jüngere Tochter bewusst, dass sie eine Sonderstellung in der Familie einnahm. Sie spürte schnell, dass für sie nicht die gleichen Regeln galten wie für die anderen und begann, die Grenzen des Erlaubten auszutesten. Es stellte sich heraus, dass es für sie einfach keine Grenzen gab. Janelle log regelmäßig und musste keine Konsequenzen befürchten. Wenn sie absichtlich etwas beschädigte oder kaputt machte, gab sie ihrer älteren Schwester die Schuld. Und man glaubte ihr jedes Wort. Christina wurde bestraft, ohne dass man überhaupt versuchte, die Situation zu klären. Als Janelle 10 Jahre alt wurde, wurde bei ihr Diabetes diagnostiziert. Danach überschritt die ohnehin schon übertriebene Fürsorge ihrer Eltern alle Grenzen. Jetzt kontrollierten sie buchstäblich jeden ihrer Schritte. Die Hauptrolle dabei spielte ihre Mutter Barbara. Ihr Vater unterstützte ihre Entscheidungen meist stillschweigend. Janelle durfte nicht auf der Straße spielen, nicht alleine spazieren gehen oder auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt bleiben. Mit Beginn der Schule bekam das Mädchen Probleme in der Schule. Sie verstand den Stoff nicht, strengte sich nicht an und verhielt sich passiv. Die Lehrer hielten sie für faul und unaufmerksam. Die Eltern weigerten sich, dies anzuerkennen und schoben alles auf ihre Gesundheit und die ungerechte Behandlung durch die Lehrer. Niemand schimpfte mit ihr wegen der schlechten Noten. In der Familie galt das Lernen nicht als wichtig. Auch mit ihren Klassenkameraden kam Janelle nicht zurecht. Sie geriet oft in Konflikte, log, beschwerte sich, provozierte Ärger und schob dann die Schuld auf andere.
Ihre Eltern kamen regelmäßig in die Schule, stritten sich mit den Lehrern und verlangten eine Sonderbehandlung für ihre Tochter. Sie waren überzeugt, dass sie eine besondere Herangehensweise verdiente und dass immer andere schuld waren. Die meisten Lehrer hielten Janelle für ein schwieriges und extrem verwöhntes Kind. Einige bestanden sogar darauf, sie wegen ihrer häufigen Wutanfälle und Ausraster von der Schule zu suspendieren oder auszuschließen, aber die Eltern ignorierten alle Warnungen. Für sie war ihre Tochter perfekt und alle anderen waren schuld. Ihre ältere Schwester Christina schloss die Schule mit Auszeichnung ab, wurde an einem renommierten College angenommen und nahm gleichzeitig einen Job an, um von ihren Eltern auszuziehen und nicht mehr von ihnen abhängig zu sein. Die Eltern schenkten ihren Erfolgen keine Beachtung. Ihre ganze Energie floss in die Betreuung ihrer jüngsten Tochter. Christina hatte es satt, ständig die Schuld zu bekommen, und nach dem Umzug brach sie den Kontakt zu ihrer Familie fast vollständig ab. Mit der Zeit wurde Janelle immer verschlossener und konfliktreicher. Sie konnte nicht normal kommunizieren, verhielt sich egoistisch, war reizbar und aufbrausend. Fast überall tauchte sie mit ihrer Mutter auf, die bei jeder Gelegenheit Streit anzettelte und die Interessen ihrer Tochter verteidigte. Die Familie Potter erregte die Verärgerung ihrer Mitmenschen. Sie galten als seltsam. Einige hatten Mitleid mit Janelle und glaubten, dass ihre Mutter ihr mit ihrer übertriebenen Fürsorge geschadet hatte. Die meisten versuchten jedoch einfach, sich fernzuhalten, um nichts mit ihnen zu tun zu haben. Janelle schloss die Schule mit schlechten Noten ab. An eine weiterführende Ausbildung war nicht zu denken. Barbara sagte ihr, dass sie nirgendwo hingehen und keine Arbeit suchen müsse. Ihre Eltern würden für alles sorgen. Janelle war das völlig recht. Sie saß den ganzen Tag vor dem Fernseher oder am Computer. Und niemand schränkte sie dabei ein. Selbst als Erwachsene hatten ihre Eltern sie noch unter vollständiger Kontrolle. Sie fuhr kein Auto, traf sich nicht mit Freunden, ging nicht auf Verabredungen und hatte fast keinen Kontakt zu anderen Menschen. Sie hatte keine Erfahrung darin, Entscheidungen zu treffen. Man führte sie immer an der Hand und sagte ihr, was sie tun sollte. Sie verstand nicht, wie das normale Leben funktionierte und konnte sich nicht vorstellen, dass jede Handlung Konsequenzen haben könnte. Barbara und Marvin begründeten alles mit der Sorge um die Krankheit ihrer Tochter, aber auch Janelle selbst wollte nichts ändern. Sie war mit allem zufrieden, man verlangte nichts von ihr. Man erledigte alles für sie, und sie hatte sich daran gewöhnt. Ihre Eltern lobten sie ständig und verteidigten sie gegen alle Vorwürfe. Im Jahr 2006 zog die Familie nach Mountain City, einer kleinen Stadt in Tennessee mit etwas mehr als 3000 Einwohnern. Es war ein ruhiger und friedlicher Ort, wo sich alle kannten und versuchten, friedlich miteinander zu leben. Die Stadt schien ideal für ein beschauliches Leben. Die Potters kauften ein gepflegtes Haus in einer ruhigen Gegend. Die neuen Nachbarn begegneten ihnen mit Interesse, sie kamen vorbei, um sich vorzustellen, boten ihre Hilfe an und versuchten, Kontakt aufzubauen. Alle waren neugierig, wer diese neuen Leute waren. Zunächst verlief alles ruhig. Barbara lernte ihre Nachbarn recht schnell kennen und freundete sich sogar mit einigen von ihnen an. Mit der Zeit jedoch begannen die Menschen in ihrer Umgebung, seltsames Verhalten in der ganzen Familie zu bemerken. Auf den ersten Blick wirkte die erwachsene Tochter wohlerzogen, freundlich, wenn auch etwas verschlossen. Aber wenn jemand es wagte, ihr zu widersprechen oder ihr eine Bemerkung zu machen, schrie sie sofort oder bekam einen Wutanfall. Die Mutter stellte sich sofort auf ihre Seite und verteidigte sie, ohne sich überhaupt mit dem Konflikt auseinanderzusetzen. Vater Marvin war oft in den örtlichen Bars und Cafés, wo er viel trank und gerne Geschichten aus seiner Zeit bei der Armee erzählte. Die Geschichten klangen spannend und heldenhaft, aber bald wurde klar, dass er vieles davon erfand oder stark übertrieb. Trotzdem wurde er freundlich behandelt und als lokaler Geschichtenerzähler bekannt. Janelle versuchte ebenfalls Freunde zu finden, wusste aber nicht, wie sie mit Menschen umgehen sollte. Also beschloss sie, auf andere Weise Aufmerksamkeit zu erregen. Sie begann sich über ihre schlechte Gesundheit zu beklagen. Sie erzählte, dass sie schwer krank sei, erwähnte verschiedene schwere Krankheiten, darunter Krebs, und behauptete, die Ärzte hätten ihr nur noch wenig Zeit gegeben. Die Leute hatten Mitleid mit ihr, weil sie nicht glauben konnten, dass man so etwas erfinden könnte. Aber mit der Zeit änderten sich die Geschichten. Janelle erfand immer neue Krankheiten, und es wurde offensichtlich, dass sie einfach lügt. Als soziale Netzwerke populär wurden, legte Janelle Accounts auf mehreren Plattformen an. Sie verließ fast nie das Haus und verbrachte viele Stunden am Tag im Internet.
Das wurde für sie zur wichtigsten Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Online fühlte sie sich sicherer und begann, sich dort ein erfundenes Leben aufzubauen. Janelle füllte ihre Seiten mit falschen Fakten, sie schrieb sich interessante Hobbys und erfundene Erfolge zu und erzählte von einem ereignisreichen Leben. Sie fand im Internet Fotos von Partys, Konzerten und Veranstaltungen und postete sie bei sich, wobei sie bewusst Bilder auswählte, auf denen die Gesichter schwer zu erkennen waren. Sie bearbeitete die Fotos, fügte Bildunterschriften hinzu und beschrieb angeblich stattgefundene Ereignisse. Manchmal schrieb sie lange Beiträge über nicht existierende Abende, die glaubwürdig wirkten. Nach und nach gewann Janelle viele Follower, insbesondere unter denen, die sie nicht persönlich kannten. Sie hatten den Eindruck, dass sie ein aktives Leben führte, reiste, Spaß hatte und von Freunden umgeben war. Sie verschickte Hunderte von Freundschaftsanfragen und hatte bald mehrere tausend Follower. Ihre Beiträge wurden aktiv geliked, kommentiert und gelobt. All das machte ihr Spaß. Irgendwann wurde ihr klar, dass in diesem fiktiven Bild nur eines fehlte: eine Liebesgeschichte. Also legte sie sich einen weiteren Account zu, diesmal unter dem Namen eines Mannes. Das Schema war das gleiche. Sie suchte Fotos im Internet, bearbeitete sie und veröffentlichte sie. Dieses Fake-Profil wurde sozusagen ihr Freund. Sie veröffentlichte Beiträge in seinem Namen, schickte sich selbst Komplimente und Karten und hinterließ Kommentare in seinem Namen. Viele glaubten, dass sie wirklich einen aufmerksamen und romantischen jungen Mann hatte. Einige schrieben sogar in den Kommentaren, wie viel Glück sie mit einem solchen Freund habe. Neben den üblichen sozialen Netzwerken meldete sich Janelle in einem lokalen Online-Chat an, der wie ein Forum funktionierte. Dort diskutierten die Einwohner der Stadt über lokale Nachrichten, tauschten Meinungen aus und schrieben anonym oder unter Pseudonym. Potter schaute manchmal dort vorbei, schrieb aber fast nichts. Diese Plattform interessierte sie weniger, da sie dort keine Geschichten über sich erfinden konnte, denn die Einheimischen wussten, wer sie war, und in Wirklichkeit machte sie nicht den Eindruck, den sie online hinterließ. Janelle war schon fast 30, als sie zum ersten Mal eine echte Freundin fand. Sie hieß Tracy Grimmel. Sie war in Mountain City geboren, arbeitete in einer Apotheke, war intelligent und umgänglich. Dank dieser Freundschaft begann Janelle zumindest ein wenig unter Menschen zu kommen. Sie gingen zusammen einkaufen, spazierten im Park, saßen in Cafés und telefonierten jeden Tag miteinander. Janelles Eltern hatten nichts gegen diese Freundschaft und freuten sich sogar, dass ihre Tochter eine Freundin gefunden hatte. Tracy war oft bei den Potters zu Hause und die Familie nahm sie gerne auf. Janelle gefiel diese Gesellschaft. Zum ersten Mal musste sie kein Mitleid erregen oder sich etwas ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Tracy begann bald, Janelle ihren Freunden und Verwandten vorzustellen. Die Kommunikation beschränkte sich nicht mehr nur auf die beiden. Jetzt trafen sie sich oft in einer Gruppe. Unter den neuen Bekannten war auch Tracys Stiefbruder Billy Payne. Er war jung, gebildet, attraktiv und hatte ein lockeres Wesen. Dank seines ausgeprägten Sinns für Humor stand er schnell im Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Janelle war von ihm sehr angetan. Zum ersten Mal in ihrem Leben mochte sie jemanden wirklich. Aber Billy erwiderte ihre Gefühle nicht. Sie wusste nicht, wie man flirtet oder sich ungezwungen verhält und benahm sich daher aufdringlich, verlangte Aufmerksamkeit und wurde wütend und reagierte äußerst emotional, wenn sie diese nicht bekam. Dieses Verhalten stieß ihn ab. Er fand die Freundin seiner Schwester seltsam und mied den Kontakt zu ihr. Janelle begann Billy aufdringlich zu verfolgen, schrieb ihm private Nachrichten und war ständig dort, wo er war. 1,5 Monate nach ihrer Bekanntschaft gab er offiziell bekannt, dass er mit einer Frau namens Bella Jean zusammen sei und stellte sie seinen Freunden als seine Freundin vor. Von diesem Moment an tauchte er fast gar nicht mehr in seiner alten Clique auf und verbrachte seine gesamte Freizeit mit Bella. Janelle konnte sich nicht damit abfinden, dass er sich nicht für sie entschieden hatte und begann sich wie ein launischer Teenager zu benehmen, der nicht bekam, was er wollte. Sie verlangte von Tracy, sich einzumischen und ihren Bruder mit seiner neuen Freundin zu verfeinden. Diese weigerte sich, was zu einem Streit zwischen den Freundinnen führte. Später kamen in der Stadt Gerüchte über eine mögliche Hochzeit von Billy und Bella auf. Alle redeten darüber, wie gut sie zusammenpassten. Die Einwohner tauschten ihre Meinungen sogar im Stadtchat aus. Die meisten freuten sich aufrichtig für die beiden. Alle außer Janelle. Sie empfand dies als persönlichen Verlust und begann Rachepläne zu schmieden. Später versöhnte sich Janelle mit Tracy und bat sie, ihr in ihrem Privatleben zu helfen.
Diese willigte ein und stellte ihr ihren Cousin Jamie Kurt vor. Er war um die 30, arbeitete als Programmierer und wohnte in der Nähe. Trotz seines Alters war er unbeholfen im Umgang mit anderen. Etwas seltsam und bei Frauen nicht besonders beliebt. Auf den ersten Blick hätten Janelle und er gut zusammenpassen können, aber sie hatte ganz andere Ziele. Janelle hatte nicht vor, eine ernsthafte Beziehung mit Jamie einzugehen, stattdessen griff sie zu einer List. Sie lud ihn mehrmals zu sich nach Hause ein, angeblich um ihm bei der Arbeit am Computer zu helfen, und erzählte ihren Eltern jedes Mal, dass er ein hervorragender Fachmann sei, ohne den sie nicht auskommen könne. Bald luden Barbara und Marvin Jamie zum Mittagessen ein, und danach kam er oft zu ihnen nach Hause. Nach einiger Zeit gestand Janelle ihrer Mutter, dass sie Jamie mochte, und nach der Zustimmung ihrer Eltern verkündete sie, dass sie nun ein Paar seien. Von diesem Moment an tauchten sie überall zusammen auf. Eigentlich empfand sie keine echten Gefühle für ihn, sondern hoffte nur, dass dies Billy eifersüchtig machen würde. Sie kam absichtlich mit Jamie zum Familienessen bei Tracy, in der Hoffnung, sich von einer neuen Seite zu zeigen. Aber nichts lief nach Plan. Während des Abendessens verkündete Billy überraschend, dass er und Bella heiraten würden. Mehr noch, Bella erwartete bereits ein Kind, und sie wollten die Hochzeit nicht verschieben. Für Janelle war das ein Schlag. Alle ihre Fantasien und Hoffnungen zerplatzten, und stattdessen begann sich in ihrem Kopf ein rachsüchtiges und zerstörerisches Szenario zu entwickeln. Ein paar Tage später verbreiteten sich im Stadtchat beleidigende Gerüchte über Bella. Jemand schrieb, dass sie angeblich ein ausschweifendes Leben geführt habe, viele Affären gehabt habe, wegen Geschlechtskrankheiten in Behandlung gewesen sei und nun beschlossen habe, Billy mit ihrer Schwangerschaft in die Falle zu locken. Obwohl es laut dem anonymen Autor nicht einmal sein Kind sei. Natürlich hatte das alles nichts mit der Realität zu tun, aber in einer kleinen Stadt verbreiten sich solche Gerüchte schnell. Einige brachten das Thema immer wieder zur Sprache und ließen es nicht verstummen. Es folgten Beleidigungen, Anschuldigungen und feindselige Kommentare gegenüber Bella. Billy glaubte trotz des ganzen Aufruhrs kein Wort davon. Er unterstützte Bella weiterhin und versuchte, sie vor den Angriffen zu schützen. Als klar wurde, dass die Diskussionen im Internet sinnlos waren, wandte sich das Paar an die Polizei und erstattete Anzeige wegen Verleumdung und Belästigung. Damals wussten sie noch nicht, wer genau hinter all diesen Angriffen steckte. Obwohl die Teilnehmer des Stadtchats unter Pseudonymen Beiträge verfassten, war es für die Polizei kein Problem herauszufinden, wer hinter den beleidigenden Veröffentlichungen steckte. Nachdem sich herausstellte, dass Janelle für die Verbreitung der Lügen verantwortlich war, reichten Billy und seine Freundin eine Klage ein und erreichten eine gerichtliche Verfügung, die Potter verbot, sich ihnen zu nähern und Kontakt aufzunehmen. Aber damit war die Sache noch nicht erledigt. Es war erst der Anfang. Janelle erstellte mehrere gefälschte Konten in sozialen Netzwerken, von denen aus sie sich selbst Drohungen schickte. Dann zeigte sie diese ihren Eltern und sagte, sie fürchte um ihr Leben, weil Billy und Bella angeblich vorhätten, sie umzubringen. Die Eltern glaubten ihrer Tochter ohne zu zögern und meldeten den Vorfall der Polizei. Bei den Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass alle Drohungen von Janelle selbst geschrieben worden waren. Trotzdem glaubten Mutter und Vater weiterhin an ihre Version und ignorierten die Ergebnisse der Ermittler. Die Feindseligkeit zwischen Janelle und dem Paar, dem sie Groll hegte, entwickelte sich zu einem langwierigen Konflikt. Jedes Aufeinandertreffen auf der Straße endete mit einem Streit, Beleidigungen und gegenseitigen Anschuldigungen. Alle Beteiligten wandten sich wiederholt an die Polizei und forderten eine Einschränkung des Kontakts. Das ging fast ein Jahr lang so. Von außen schien es, als hätte sich die Spannung gelegt. Tatsächlich hatte Janelle jedoch nur ihre Strategie geändert und beschlossen, offene Konflikte zu vermeiden, um sich auf ernsthaftere Maßnahmen vorzubereiten. Etwa zur gleichen Zeit erhielt Janelles Mutter Barbara E-Mails von einem Mann namens Chris, der sich als CIA-Mitarbeiter ausgab. Er behauptete, Informationen über ein angeblich geplantes Attentat auf Janelle zu haben, hinter dem Billy und Bella steckten. Seinen Angaben zufolge gab es für die Geheimdienste noch keine Gründe, das Paar zu verhaften, aber die Lage sei sehr ernst. Die E-Mails kamen nicht nur an Barbara. Später begann Chris auch Marvin und Jamie anzuschreiben. Er versicherte, dass Janelle in Lebensgefahr schwebte und dass sie getötet werden könnte, wenn nicht dringend Maßnahmen ergriffen würden. Der Agent betonte immer wieder, dass alles geheim bleiben müsse und dass es sinnlos sei, auf Hilfe von der Polizei zu warten. Innerhalb weniger Monate gelang es Chris, das Vertrauen von Janelles Eltern und ihrem Freund zu gewinnen.
Sie schrieben sich regelmäßig und diskutierten, wie sie Janelle retten könnten. Später teilte der Agent mit, dass das Paar angeblich einen Auftragskiller suche, um Janelle zu beseitigen, und dass sofort gehandelt werden müsse. Er schickte eine Anleitung, in der er detailliert beschrieb, was genau zu tun sei. Am Morgen des 31. Januar 2012 kamen Marvin und Jamie zu dem Haus, in dem Billy und Bella mit ihrem 8 Monate alten Sohn Tyler lebten. Die Familie schlief noch. Die Männer drangen durch ein Fenster im Erdgeschoss ein und gingen ins Schlafzimmer. Marvin hatte eine Pistole dabei. Er ging zum Bett und schoss Billy aus nächster Nähe in den Kopf. Dieser starb noch am Tatort. Der Schuss weckte Bella. Ohne zu begreifen, was vor sich ging, rannte sie ins Kinderzimmer, um ihr Kind zu schützen. Aber die Angreifer folgten ihr. Sie schaffte es noch, ihren Sohn in die Arme zu nehmen, wurde dann aber zweimal in den Rücken geschossen. Die junge Frau starb noch am Tatort. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Nach der Tat flohen die Männer aus dem Haus. Nachbarn, die die Schüsse gehört hatten, riefen die Polizei. Die Beamten trafen schnell ein und fanden eine schreckliche Szene vor. In einem Zimmer lag die Leiche eines Mannes mit einer Schusswunde am Kopf, im anderen saß ein kleines Kind neben der blutüberströmten Leiche seiner Mutter. Die ersten Spuren führten die Polizei sofort zu den Potters. Angesichts des langjährigen offenen Konflikts zwischen den Familien konzentrierten sich die Beamten schnell auf sie. Zunächst bestritten Barbara und Marvin jegliche Beteiligung, gaben aber nach dem Verhör die Nachrichten des Agenten und ihre Beteiligung zu. Sie erwähnten auch Jamie, der ihnen zufolge geholfen hatte, Janelle zu beschützen. Eine technische Überprüfung der IP-Adressen ergab, dass die Mails des CIA-Agenten von einem Computer direkt im Haus der Potters verschickt worden waren. Die Absenderin war Janelle selbst. Ihre Geschichte brach zusammen, als die technischen Beweise ans Licht kamen. Trotzdem beharrte sie weiterhin auf ihrer Version, aber niemand glaubte ihr mehr. Alle 4 wurden festgenommen. Jamie willigte in einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und schilderte detailliert, wie sich der Mord zugetragen hatte. Er behauptete, dass er aufrichtig daran geglaubt habe, Janelle zu retten und nicht gewusst habe, dass Agent Chris eine erfundene Figur war. Er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Marvin Potter wurde des Doppelmordes für schuldig befunden und zu 2 lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt. Barbara wurde wegen Beihilfe und Verschleierung einer Straftat verurteilt. Auch sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Haupttäterin, Janelle, die sich ihrer Straffreiheit sicher war und glaubte, alle um den Finger gewickelt zu haben, wurde ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie hatte den Doppelmord im Voraus geplant und beschlossen, die Menschen, die ihr am nächsten standen und ihr bedingungslos vertrauten, zu opfern. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.